Hallo, ich bin Sarah und heute zeige ich euch einen goldigen, weihnachtlich angehauchten Make-up-Look, den ihr an den Festtagen easy nachschminken könnt. Mit einem Twist. Wir fangen jetzt mit dem Teint an. Dafür benutze ich einmal die Kjaer Liquid Foundation und mische sie mit dem Liquid Light von Ilia Beauty. Ich benutze die Farbe Ethereal von Kjaer von der Liquid Foundation. Und von Ilia benutze ich die Farbe Nova, das ist so ein warmes Gold oder eher Champagner. Ich benutze jetzt den Complexion Brush von Ilia, das ist ein schön eng gebundener Pinsel, mit dem ich dann beides gut verteilen kann. Ich habe ein paar Rötungen um die Nase und insgesamt sehe ich heute nicht so perfekt aus, aber ist ja nicht schlimm. Um jetzt noch ein paar Ringe unter den Augenringe und leichte Rötungen zu kaschieren, benutze ich den True Skin Serum Concealer in der Farbe Yucca von Ilia. Benutze ihn aber wirklich nur an ganz paar Stellen. Meistens arbeite ich dann den Concealer mit dem Finger ein und ganz am Ende presse ich auch die Farben tatsächlich nochmal mit den Händen ein. Oder eher die Foundation. Jetzt kommen wir zum Hauptfokus des Looks, das ist Augen-Make-up. Da benutze ich einmal Hedge von Ilia. Das ist ein schönes Salbeigrün mit einem ganz leichten goldenen Schimmer. Den verblende ich auch mit dem Finger. Jegliche scharfe Kanten verblende ich mit einem Blending Brush ganz leicht, ohne viel Druck. Um dem Ganzen ein bisschen Pfiff zu geben, kommt jetzt der Eye-Tint Cellophane von Cresser. Es gibt dem Ganzen so einen besonderen Touch, weil Cellophane einen ganz feinen, kühlen Schimmer hat und finde ich richtig cool. So, als letzter Schritt für die Augen Mascara. Ich benutze die Mascara von Hero. Das ist eine ganz tiefschwarze Mascara. Verleiht Volumen, Schwung und ein bisschen Länge. Als nächstes kommen die Lippen. Da benutze ich Royal von Kosas. Als kleinen Highlight benutze ich Pink Sapphire, den Lipgloss in der Farbe Pink Sapphire von Kitaka. Das ist eine neue Marke bei uns aus der UK. Davon kommt nur ein bisschen auf die Mitte, um dem Ganzen ein bisschen Dimension zu geben. Als letztes kommt noch ein bisschen Highlighter auf die Wangen. Immerhin ist es Weihnachten. Nur ein bisschen warmen Highlighter. Daylight Highlighting Powder von Ilia in der Farbe Decades. Ganz gezielt. Und das war mein weihnachtlich angehauchter Look, den ihr zu Hause ganz easy nachschminken könnt mit Produkten, die ihr eh schon habt. Und falls ihr noch mehr Inspiration braucht oder Fragen habt, dann lasst uns doch gerne einen Kommentar da. Bis ganz bald!